Lektion 1: Ökologische Hausumgestaltung. Welche umweltfreundlichen Veränderungen haben Sie an Ihrem Zuhause vorgenommen? Ich begann mit einfachen Energieanpassungen. Mit welcher Einstellung haben Sie zuerst begonnen? Ich habe die Glühbirnen durch LEDs ersetzt. Hat das Ihre Stromrechnung reduziert? Der Verbrauch sank dadurch jeden Monat spürbar. Was geschah nach der Modernisierung der Beleuchtung? Ich habe die Isolierung von Türen und Fenstern verbessert. Haben Sie Zugluft abgedichtet und Dichtungsbänder angebracht? Ich tat es und der Wohnkomfort verbesserte sich sofort. Haben Sie Ihre Heizungsanlage modernisiert? Ich habe einen Programmierwarenthermostat installiert. Wird durch die Temperatursteuerung Energie gespart? Es reduziert unnötige Heiz- und Kühlzeiten. Haben Sie schon einmal erneuerbare Energiequellen in Betracht gezogen? Ja, ich habe mich bezüglich der Installation von Solaranlagen auf dem Dach beraten lassen. Haben Sie schließlich Solarpaneele installiert? Ich habe ein bescheidenes System installiert, das den Bedarf tagsüber deckt. Waren für die Paneele Genehmigungen oder Inspektionen erforderlich? Sie benötigten Genehmigungen und eine fachgerechte Installation. Wie lange dauert es, bis sich das System amortisiert hat? Die Amortisationszeit variiert, aber die Einsparungen begannen schnell. Haben Sie Ihre Wassernutzungsgewohnheiten geändert? Ich habe wassersparende Duschtöpfe und Wasserhähne installiert. Haben Sie auch die Toilettenspülung justiert? Ich habe die älteren Toiletten durch Modelle mit Zweimgenspülung ersetzt. Sammeln Sie Regenwasser zur Gartenbewässerung? Ich habe eine Regentonne aufgestellt, um das Regenwasser vom Dach aufzufangen. Wie wird das gesammelte Wasser verwendet? Ich nutze es zum Gießen von Pflanzen und zum Reinigen von Außenbereichen. Sind Sie auf nachhaltige Reinigungsprodukte umgestiegen? Ich habe aggressive Chemikalien durch biologisch abbaubare Reinigungsmittel ersetzt. Stellst du manchmal selbstgemachte Reinigungsmittel her? Ich stelle einfache Essig- und Natronlösungen her. Wie sind Sie bei der Abfallvermeidung zu Hause vorgegangen? Ich habe ein transparentes Recycling- und Kompostsystem eingerichtet. Kompostieren Sie Küchenabfälle drinnen oder draußen? Ich kompostiere in einem Kompostbehälter im Freien und benutze einen kleinen Komposter im Haus. Hat die Kompostierung Ihr Müllaufkommen reduziert? Es reduzierte den Müll auf der Deponie und verbesserte meinen Gartenboden. Haben Sie Ihr Kaufverhalten geändert? Ich bevorzuge langlebige Güter und kaufe seltener ein. Kaufen Sie gebrauchte oder generell überholte Artikel? Ich wähle oft hochwertige gebrauchte Möbel und Haushaltsgeräte. Wie beurteilt man die Energieeffizienz von Haushaltsgeräten? Ich prüfe Energielabel und vergleiche die langfristigen Betriebskosten. Haben Sie einen alten Kühlschrank oder eine Waschmaschine ersetzt? Ich habe meinen alten Kühlschrank durch ein hocheffizientes Modell ersetzt. Haben Sie auch Ihre Wäschegewohnheiten geändert? Ich wasche faule Wäscheladungen in kaltem Wasser und lasse sie, wenn möglich, an der Luft trocknen. Haben Sie Ihre Kochgewohnheiten im Sinne der Nachhaltigkeit verändert? Ich verwende einen Schnellkochtopf und ein Induktionskochfeld, um Zeit zu sparen. Planen Sie Ihre Mahlzeiten so, dass Lebensmittelverschwendung reduziert wird? Ich erstelle wöchentliche Menüpläne und friere überschüssige Mahlzeiten ein. Haben Sie schon einmal selbst Lebensmittel angebaut? Ich pflege einen Gemüsegarten und Kräuterbeete.
Eignen sich Pflanzgefäße gut für kleine Räume? Sie eignen sich hervorragend für Balkone und kleine Gärten. Haben Sie die Gartengestaltung nachhaltiger gestaltet? Ich habe einheimische Arten gepflanzt, die weniger Wasser und Pflege benötigen. Bieten einheimische Pflanzen der lokalen Tierwelt Unterstützung? Sie locken Bestäuber an und verbessern die Artenvielfalt. Haben Sie Ihr Dach oder andere Oberflächen zur Reduzierung der Hitze verändert? Ich habe das Dach in einer reflektierenden Farbe gestrichen und schattenspinnende Bäume hinzugefügt. Verringern Schattenbäume den Kühlbedarf im Sommer? Sie senken die Innentemperaturen und reduzieren den Einsatz von Klimaanlagen. Haben Sie die Belüftung zur Verbesserung der Raumluftqualität optimiert? Ich habe in wichtigen Bereichen Energierückgewinnungslüftungsanlagen installiert. Tauschen diese Systeme verbrauchte Luft aus und sparen gleichzeitig Energie? Sie speichern Wärme und führen gleichzeitig effizient Frischluft zu. Haben Sie Ihre Bodenbelege oder Materialien aus Gründen der Nachhaltigkeit ausgetauscht? Ich habe mich für Altholz und Emissionssammellacke entschieden. Verbessern VOC-arme Materialien die Innenraumluftqualität? Sie verringern die Belastung durch Chemikalien und verbessern den Komfort. Haben Sie Ihre Fenster auf Doppel- oder Dreifachverglasung aufgerüstet? Ich habe in älteren Räumen doppelt verglaste Fenster eingebaut. Hatte das Auswirkungen auf Heizung und Lärmschutz? Es verbesserte die Wärmeleistung und reduzierte den Straßenlärm. Haben Sie Smart Home Geräte installiert, um Energie zu sparen? Ich nutze intelligente Steckdosen und Energiemonitoring-Systeme. Verfolgen Sie Ihren Energieverbrauch in Echtzeit? Ich beobachte Verhaltensmuster und passe mein Verhalten entsprechend an. Wie sind Sie bei der Lichtsteuerung vorgegangen, um die Effizienz zu verbessern? Ich habe Bewegungsmelder in selten genutzten Räumen installiert. Reduzieren Zeitschaltuhren und Sensoren den Stromverbrauch? Sie verhindern, dass das Licht versehentlich eingeschaltet bleibt. Haben Sie die Dachentwässerung im Hinblick auf Nachhaltigkeit angepasst? Ich habe wasserdurchlässige Pflastersteine und Versickerungsmulden angelegt, um den Oberflächenabfluss zu regulieren. Verringern durchlässige Oberflächen das Hochwasserrisiko? Sie lassen Wasser eindringen und entlasten die Abflüsse. Haben Sie sich schon mit grünen Finanzierungsmöglichkeiten für Modernisierungen auseinandergesetzt? Ich habe mich über Anreize und zinsgünstige Programme für Effizienzmodernisierungen informiert. Haben Sie irgendwelche Rabatte oder Steuergutschriften erhalten? Ich habe Anspruch auf lokale Fördergelder für Dämm- und Solaranlagen. Wie haben Sie die Auftragnehmer für Ihre Umweltprojekte ausgewählt? Ich habe Erfahrung, Zertifizierungen und Kundenreferenzen geprüft. Haben Sie Familienmitglieder in nachhaltige Routinen einbezogen? Ich habe allen zu Hause einfache, tägliche Gewohnheiten beigebracht. Wie kann man die Motivation für umweltfreundliche Praktiken aufrechterhalten? Ich setze mir messbare Ziele und feiere erreichte Meilensteine. Messen Sie die Umweltauswirkungen von Veränderungen? Ich verfolge die Energie- und Wasserrechnungen und schätze die möglichen CO2-Einsparungen. Haben Sie bei irgendwelchen Veränderungen Widerstand von Nachbarn oder Familienmitgliedern erfahren? Einige sträubten sich zunächst gegen die Kosten, aber die Einsparungen und Vorteile überzeugten sie. Haben irgendwelche Änderungen in Ihrer Gemeinde Kontroversen ausgelöst? Es entstanden Debatten über die Sichtbarkeit der Solarpaneele und die Ästhetik der einheimischen Vegetation. Wie sind Sie auf die Bedenken der Gemeinde eingegangen? Ich teilte Daten, veranstaltete Informationsveranstaltungen und lud zum Dialog ein.
Setzen Sie sich für eine umfassendere Nachhaltigkeit der Nachbarschaft ein? Ich organisiere Workshops und unterstütze Gemeinschaftsgärten. Haben Sie die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in Ihrem Haushalt umgesetzt? Ich gebe Gegenständen einen neuen Zweck, ficke Kleidung und praktiziere achtsamen Konsum. Nutzen Sie die Sharing-Ökonomie für selten genutzte Werkzeuge? Ich leihe mir Werkzeuge aus einer örtlichen Sammlung von Dingen. Wie haben Sie die Beleuchtung in Außenbereichen nachhaltig gestaltet? Ich habe Solargartenleuchten und bewegungsaktivierte Sicherheitsleuchten installiert. Bieten Solarleuchten eine ausreichende Beleuchtung für die Sicherheit? Sie eignen sich gut für Wege und als Umgebungsbeleuchtung. Haben Sie eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu Hause installiert? Ich habe ein Level 2 Ladegerät installiert, um ein zukünftiges Elektroauto anzuschließen. Sind für das Laden zu Hause elektrische Aufrüstungen erforderlich? Zur Gewährleistung einer sicheren Kapazität und Verkabelung war ein Elektriker erforderlich. Überwachen Sie die Umweltauswirkungen der von Ihnen gekauften Produkte über Ihren gesamten Lebenszyklus? Ich berücksichtige Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Entsorgungsmöglichkeiten. Haben Sie sich für modulare Möbel entschieden, um deren Nutzungsmöglichkeiten zu erweitern? Ich bevorzuge modulare und leicht reparierbare Konstruktionen. Wie informieren Sie Ihre Gäste über Ihre umweltfreundlichen Wohnpraktiken? Ich erkläre einfache Abläufe und lade respektvoll zur Teilnahme ein. Reagieren Gäste jemals negativ auf Veränderungen wie die Kompostierung? Anfangs sind manche unsicher, aber oft erkennen sie die Vorteile. Haben Sie den Verbrauch von Einwegplastik zu Hause reduziert? Ich habe Einwegbesteck, Teller und Behälter für Speisen zum Mitnehmen abgeschafft. Sind Sie auf wiederverwendbare Lebensmittelaufbewahrungssysteme umgestiegen? Ich verwende Einmachgläser, Bienenwachssticher und Edelstahlbehälter. Praktizieren Sie einen bewussten Umgang mit Energie während der Spitzenzeiten? Ich verlagere den Einsatz von Haushaltsgeräten mit hohem Stromverbrauch nach Möglichkeit in die Nebenzeiten. Haben Sie sich bereits mit lokalen politischen Entscheidungsträgern über Nachhaltigkeit ausgetauscht? Ich habe an Stadtratssitzungen teilgenommen, um Umweltanreize zu unterstützen. Planen Sie in Zukunft weitere umweltfreundliche Modernisierungen? Ich plane, die Solarkapazität auszubauen und die Isolierung weiter zu verbessern. Was ist Ihr bester Tipp für Hausbesitzer, die umweltfreundlicher leben möchten? Beginnen Sie mit kleinen, kostengünstigen Änderungen und messen Sie deren Auswirkungen. Ich schätze Ihren umfassenden Ansatz und werde diesen Monat mit meinen eigenen umweltfreundlichen Modernisierungen beginnen. Lektion 2: Influencer Vertrauen und digitale Kontrolle. Wie entscheidet man, welchen Influencer man vertrauen kann? Ich beginne mit der transparenten Offenlegung von Sponsoring-Aktivitäten. Vertrauen Sie Influencern, die bezahlte Partnerschaften verheimlichen? Ich vertraue selten Influencern, die ihre Geschäftsbeziehungen verschleiern. Welches Kriterium verwenden Sie als nächstes? Ich prüfe ihre Fachkenntnisse und ihren Hintergrund im Hinblick auf das Thema. Wie überprüft man die angegebenen Anmeldeinformationen? Ich suche nach Links zu Institutionen, Publikationen und verifizierbaren Profilen. Legen Sie Wert auf langfristige Erfolgsbilanzen? Ja, gleichbleibende Qualität über einen längeren Zeitraum schafft Glaubwürdigkeit. Wie beurteilen Sie die Genauigkeit von Inhalten? Ich überprüfe ihre Behauptungen anhand von Primärquellen und seriösen Medien. Berücksichtigen Sie Engagementkennzahlen wie die Anzahl der Follower? Ich betrachte sie mit Vorsicht, da Zahlen manipuliert werden können.
Wie lassen sich manipulierte Kennzahlen erkennen? Ich achte auf plötzliche Spitzenwerte, geringe Kommentarqualität und botartige Verhaltensmuster. Lesen Sie Kommentare, um die Publikumsreaktion einzuschätzen? Ich lese Kommentare, um zu verstehen, wie die Community reagiert. Können Kommentare irreführende Angaben zur Glaubwürdigkeit enthalten? Das können sie, denn Echokammern und koordiniertes Lob existieren. Bevorzugen Sie Influencer, die Quellen angeben? Ich bevorzuge diejenigen, die Links, Studien oder Dokumentationen bereitstellen. Wie wichtig sind Tonfall und Bescheidenheit in Ihren Inhalten? Demut und Offenheit für Korrekturen signalisieren Integrität. Folgen Sie Influencern, die häufig ihre Position wechseln? Ich schätze sachliche Aktualisierungen, misstraue aber dem ständigen Hin und Her, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wie beurteilen Sie deren kommerzielle Empfehlungen? Ich beurteile, ob die Empfehlungen mit den erklärten Werten übereinstimmen. Ist Ausrichtung immer ein gutes Zeichen? Das kann sein, aber Übereinstimmung allein beweist noch keine Ehrlichkeit. Wie geht man mit Influencern um, die starke politische Ansichten vertreten? Ich trenne ihre Propaganda von den Faktenbehauptungen und überprüfe beides. Prüfen Sie auch auf Interessenkonflikte, die über Sponsoring hinausgehen? Ich prüfe Geschäftsbeziehungen, Aufsichtsratsmandate und Partnerbeziehungen. Führen Sie unabhängige Faktenchecks für Aussagen von Influencern durch? Ich konsultiere Faktencheck, Websites und, falls verfügbar, Originaldaten. Wie geht man mit Influencern um, die komplexe Sachverhalte zu stark vereinfachen? Ich bleibe skeptisch und suche nach tiefergehenden Analysen an anderer Stelle. Vertrauen Sie Influencern, die Unsicherheit zugeben? Ich vertraue ihnen mehr, weil sie falsche Gewissheit vermeiden. Wie reagieren Sie auf Influencer, die Kritiker scharf angreifen? Aggressive Feindseligkeit gegenüber Kritikern untergräbt die Glaubwürdigkeit. Bevorzugen Sie Influencer, die respektvoll mit Experten umgehen? Ja, ein respektvoller Dialog mit Experten ist ein positives Zeichen. Wie unterscheidet man echte Nischenexperten von Selbsternannten? Ich suche Anerkennung durch Kollegen, Veröffentlichungen und Respekt in der Gemeinschaft. Berücksichtigen Sie die Produktionsqualität der Inhalte? Die Produktionsqualität ist wichtig, aber nicht der alleinige Indikator für die Wahrheit. Wie gewichtet man den Unterhaltungswert gegen den Informationswert? Ich trenne Unterhaltung von faktischer Zuverlässigkeit und kennzeichne sie entsprechend. Folgen Sie Influencern, die ihre Fehler öffentlich korrigieren? Ich bewundere diejenigen, die Fehler transparent korrigieren und Änderungen erläutern. Wie prüft man von Influencern gesponserte Produkte? Ich lese unabhängige Testberichte und überprüfe objektive Testergebnisse. Misstrauen Sie Influencern, die viele, nicht zusammenhängende Produkte bewerben? Eine übermäßige Diversifizierung der Empfehlungen weckt Misstrauen. Wie lässt sich kulturelle Sensibilität im Content von Influencern beurteilen? Ich beobachte, ob sie die betroffenen Gemeinschaften konsultieren und ihnen Respekt entgegenbringen. Bewerten Sie Influencer hinsichtlich Diversität und Inklusion in Ihren Netzwerken? Ich achte darauf, ob sie unterschiedliche Stimmen und Perspektiven verstärken. Wie überprüft man Aussagen über Gesundheit und Medizin? Ich konsultiere medizinische Fachzeitschriften, offizielle Gesundheitsbehörden und zugelassene Fachleute. Meiden Sie Influencer, die dramatische medizinische Versprechen abgeben?
Ich meide jeden, der Wunderheilungen oder garantierte Ergebnisse verspricht. Wie geht man mit Influencern um, die Angst oder Empörung nutzen, um Klicks zu generieren? Ich bin vorsichtig, denn Sensationsgier opfert oft die Nerven. Bevorzugen Sie Influencer, die eine ausgewogene Darstellung der Vor- und Nachteile bieten? Ausgewogene Präsentationen zeugen von einer durchdachten Analyse. Wie kann man Deepfake oder bearbeitete Videos erkennen? Ich analysiere Unstimmigkeiten, überprüfe die Original-Uploads und nutze Verifizierungstools. Berücksichtigen Sie die Plattformrichtlinien bei der Auswahl von Influencern? Die Durchsetzung der Plattformrichtlinien kann von Bedeutung sein, ist aber nicht endgültig. Wie gehen Sie mit plattformübergreifendem Verhalten von Influencern um? Ich prüfe die Konsistenz über alle Kanäle hinweg auf Authentizität. Erfassen Sie, ob Influencer sich im Gemeinwesen engagieren oder aktivistisch tätig sind? Ich schätze konkrete Taten, die ihren erklärten Werten entsprechen. Wie reagiert man auf Influencer mit rechtlichen Auseinandersetzungen? Ich prüfe Gerichtsakten, juristische Urteile und glaubwürdige Berichterstattung. Verfolgen Sie investigativen Journalismus über Influencer? Ich verfolge eingehende Untersuchungen, um verborgene Muster aufzudecken. Wie entscheidet man sich, einem Influencer nicht mehr zu folgen? Ich entfolge jemandem, wenn Beweise für Täuschung, Ausbeutung oder schädliches Verhalten vorliegen. Verwenden Sie Tools, um nicht gekennzeichnete gesponserte Inhalte aufzudecken? Ich nutze Browser-Erweiterungen und überprüfe nach Möglichkeit Registrierungsdatenbanken. Wie bringt man Lernenden bei, Influencer kritisch zu überprüfen? Ich stelle Checklisten, Beispiele und praktische Übungen zur Überprüfung von Behauptungen zur Verfügung. Fördern Sie Skepsis ohne Zynismus? Ja, gesunde Skepsis stellt Fragen und bleibt gleichzeitig offen für Beweise. Wie gewichtet man Charisma gegen Substanz? Charisma erregt Aufmerksamkeit, Substanz schafft Vertrauen. Berücksichtigen Sie das Finanzmodell des Influencers? Ich beurteile, ob umsatzbezogene Anreize den Inhalt verfälschen könnten. Wie bewertet man Mikroinfluencer im Vergleich zu Prominenten? Mikroinfluencer genießen zwar ein gewisses Nischenvertrauen, müssen aber genauso genau unter die Lupe genommen werden. Folgen Sie Influencern, die mit Experten zusammenarbeiten? Die Zusammenarbeit mit qualifizierten Experten stärkt die Glaubwürdigkeit. Wie überprüft man Übersetzungen oder nicht-englische Inhalte? Ich arbeite mit vertrauenswürdigen Übersetzern und interkulturellen Experten zusammen. Achten Sie auf manipulative emotionale Appelle? Ich kritisiere emotionale Manipulation und suche nach faktischen Belegen. Wie unterscheidet man Satire von Fehlinformationen? Ich prüfe den Kontext, Haftungsausschlüsse und den Ruf des Verlags. Empfehlen Sie, nach einem Skandal massenhaft Leuten zu entfolgen? Ich bewerte jeden Fall einzeln und handle auf Grundlage glaubwürdiger Beweise. Wie kann man Plattformen dazu anregen, mehr Transparenz zu schaffen? Ich unterstütze Maßnahmen für transparentere Offenlegungspflichten und unabhängige Prüfungen. Kontaktieren Sie Influencer jemals wegen Bedenken? Das tue ich manchmal, indem ich höflich Beweise anführe und um Klärung bitte. Wie reagiert man, wenn ein Influencer seine Position aus ethischen Gründen ändert? Ich begrüße eine rationale Evolution und hinterfrage die zugrunde liegenden Motive.
Glauben Sie, dass Influencer insgesamt einen positiven Einfluss auf den öffentlichen Diskurs haben können? Sie können einen positiven Einfluss ausüben, wenn sie rechenschaftspflichtig handeln und auf Fakten basieren. Welche praktische Regel würden Sie jedem empfehlen zu befolgen? Überprüfen Sie Behauptungen, fordern Sie Offenlegungen an und priorisieren Sie unabhängige Beweise. Ich werde diese Regel anwenden und eine sorgfältige Bewertung von Influencern fördern. Lektion 3: Die unvergessliche Reise. Was war Ihr unvergesslichstes Reiseerlebnis? Es war eine Reise durch 3 Länder innerhalb eines Monats. Welche Länder haben Sie auf dieser Reise besucht? Ich besuchte Portugal, Marokko und Spanien. Wie haben Sie eine so anspruchsvolle Reiseroute geplant? Ich habe Routen, Jahreszeiten und kulturelle Höhepunkte sorgfältig recherchiert. Sind Sie allein oder in Begleitung gereist? Ich bin größtenteils allein gereist und habe unterwegs Einheimische kennengelernt. Warum hast du dich bei dieser Reise für eine Alleinreise entschieden? Alleinreisen boten Freiheit und tiefe persönliche Reflexion. Wie sind Sie mit Sprachbarrieren umgegangen? Ich lernte wichtige Redewendungen und verwendete höfliche Gesten. Eröffnete dieser Ansatz neue Erfahrungen? Dies führte zu Einladungen zu gemeinsamen Mahlzeiten und authentischen Gesprächen. Welcher Moment aus Portugal ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Ein Sonnenaufgangsspaziergang entlang der Klippen über dem Atlantischen Meer. Wie hat dieser Sonnenaufgang Sie beeinflusst? Das Licht veränderte meine Sichtweise und fühlte sich wie eine Erneuerung an. Welche Erinnerung an Marokko ist Ihnen besonders wertvoll? Eine Nacht in einem Wüstenkampf unter einem endlosen Sternenhimmel. Hat dir die Stille in der Wüste etwas gelehrt? Die Stille offenbarte, wie kleine Sorgen in der Weite des Raums in die Ferne schwinden. Wie gestalteten sich die Interaktionen mit den marokkanischen Gastgebern? Sie waren herzlich, großzügig und stolz auf ihre Traditionen. Was haben Sie über die lokale Küche gelernt? Gewürze vereinen Geschichte und Erzählung in jedem gemeinsam zubereiteten Gericht. Welche Erlebnisse haben Ihre Zeit in Spanien geprägt? Eine spontane Flamenco-Aufführung in einem alten Viertel. Wie hat sich diese Aufführung für Sie angefühlt? Es wirkte roh, dringlich und zutiefst menschlich. Gab es auf der Reise irgendwelche unerwarteten Herausforderungen? Bahnstreiks und plötzliche Wetterumschwünge erzwangen kurzfristige Änderungen. Wie sind Sie mit diesen Störungen umgegangen? Ich blieb ruhig, passte meine Pläne an und bat bei Bedarf um Hilfe. Hat eine dieser Begegnungen Ihre langfristige Perspektive verändert? Ein Gespräch mit einem älteren Handwerker lehrte mich Geduld und handwerkliches Können. Wie haben Sie die Reise dokumentiert? Ich verfasste kurze Reflexionen und fertigte sorgfältige Fotografien an. Haben Sie sich jemals unsicher gefühlt, wenn Sie alleine gereist sind? Einst geschah dies auf einem überfüllten Markt, doch die ortsansässigen Händler griffen freundlich ein. Wie hat Ihnen das geholfen, Fremden wieder zu vertrauen? Ihr Schutz gab mir meinen Glauben an die Güte des Menschen zurück. Hast du auf deiner Reise dauerhafte Freundschaften geschlossen? Ich habe mehrere tiefe Freundschaften geschlossen, die bis heute bestehen. Wie hat das Reisen Ihre Sprachkenntnisse beeinflusst? Das Eintauchen in die Umgebung hat meine Konversations- und Zuhörfähigkeiten deutlich verbessert. Hast du irgendwelche Traditionen mit nach Hause gebracht? Ich begann, Tagines zu kochen und kleine Musikabende zu veranstalten.
Wie haben sich diese Traditionen auf Ihr soziales Leben ausgewirkt? Sie vertieften Freundschaften und weckten neue kulturelle Neugier. War das Budget während der Reise ein limitierender Faktor? Ich habe streng budgetiert, mir aber gelegentliche Ausgaben für besondere Momente gegönnt. Haben Sie Reise-Apps oder gedruckte Reiseführer benutzt? Ich habe eine Mischung aus beiden verwendet, um Authentizität und Bequemlichkeit in Einklang zu bringen. Wie schnitt der Nahverkehr im Vergleich zwischen den Ländern ab? Portugal verfügte über effiziente Züge, Marokko benötigte flexible Taxis und Spanien bot zuverlässige Hochgeschwindigkeitszüge. Haben Sie irgendwo einen Kulturschock erlebt? Ich verspürte zwar kurze Momente der Orientierungslosigkeit, dann aber die Freude am Lernen. Welche ethischen Entscheidungen haben Sie als Reisender getroffen? Ich respektierte die lokalen Gebräuche, unterstützte lokale Unternehmen und vermied ausbeuterische Touren. Gab es als Gast irgendwelche kontroversen Momente? Ich wurde Zeuge von Debatten über das Verhalten von Touristen, das Wohngebiete schädigt. Wie haben Sie persönlich auf diese Debatten reagiert? Ich habe meine Reisegewohnheiten angepasst und unter Gleichaltrigen zu verantwortungsvollen Reisen aufgerufen. Welche Sinneserinnerung kehrt am lebhaftesten zurück? Der Duft von Meersalz, Gewürzmärkten und warmem Brot im Morgengrauen. Hast du die Entscheidung, damals zu reisen, jemals in Frage gestellt? Nur kurz in schwierigen Momenten, dann kehrte die Dankbarkeit schnell zurück. Wie hat sich die Reise auf Ihre Kreativität ausgewirkt? Es eröffnete neue Ideen und eine tiefere Lust am Geschichten erzählen. Hast du auf dieser Reise praktische Reisekenntnisse erworben? Ich lernte Navigation, respektvolles Verhandeln und Notfallplanung. Welcher Fehler hat dir am meisten beigebracht? Der Verlust einer kleinen Tasche hat mich gelehrt, Dokumente zu duplizieren und Sicherungskopien anzulegen. Haben Sie jemals einen kulturellen Fehltritt erlebt? Einmal habe ich ein soziales Signal falsch bedeutet und mich aufrichtig entschuldigt. Wie hat die Entschuldigung die Interaktion verändert? Die Mut verwandelte Unbeholfenheit in gegenseitiges Lernen. Hast du Souvenirs von dieser Reise behalten? Ich behielt einige handgefertigte Gegenstände und viele Fotografien. Welches Souvenir hat die tiefste Bedeutung? Ein kleines, gewebtes Tuch, das von einem Kunsthandwerker mit einer dazugehörigen Geschichte geschenkt wurde. Wie teilst du deine Reiseerlebnisse mit anderen? Ich erzähle kurze, anschauliche Geschichten und lade zu Fragen ein, um den Kontext zu vermitteln. Hat die Reise Ihre Karriere oder Ihr Studium beeinflusst? Es regte Forschung zur Kulturerhaltung und zum Handwerkssektor an. Würden Sie ähnliche Reisen Englischlernenden empfehlen? Ja, in Reisen vermittelt lebendige Sprache und kulturellen Kontext. Wie sind Sie mit Momenten der Einsamkeit umgegangen? Ich schrieb Briefe, rief zu Hause an und nahm Einladungen zum Essen bei anderen an. Hatten Sie jemals das Gefühl, dass Reisen ein Luxus ist, den Sie nicht rechtfertigen können? Ich habe die Opportunitätskosten berücksichtigt, aber die gewonnenen Erkenntnisse erwiesen sich als unschätzbar wertvoll. Wie haben lokale Feste Ihre Erinnerungen geprägt? Feste offenbarten gemeinschaftliche Werte und schufen unvergessliche Rhythmen. Hast du jeden Ort, den du besucht hast, fotografiert? Ich habe gezielt fotografiert, um in manchen Momenten präsent zu bleiben. Wie hat sich die Erinnerung an diese Reise im Laufe der Zeit verändert? Mit jeder Nacherzählung ist sie umfangreicher und bedeutungsvoller geworden.
Welche kontroverse Beobachtung haben Sie zum Thema Tourismus gemacht? Der Massentourismus kann das lokale Leben auslöschen, wenn er nicht sorgsam gesteuert wird. Wie sollten Reisende auf diese Bedenken reagieren? Reisen Sie verantwortungsbewusst, hören Sie sich lokale Stimmen an und unterstützen Sie nachhaltige Praktiken. Welche abschließende Lektion hat dir die Reise gelehrt? Offenheit, Demut und der Mut zur Neugier sind auf Reisen unerlässlich. Meine unvergesslichste Reise führte mich in eine einzige Stadt, die meine Annahmen grundlegend veränderte. Welche Stadt hat Ihre Annahmen so tiefgreifend verändert? Es war eine Stadt, die antike Straßen mit kühner moderner Kunst verband. Wie hat die Kunst Ihre Wahrnehmung der Stadt beeinflusst? Die Kunst stellte gängige Narrative in Frage und forderte aktives Engagement. Hast du dort Menschen getroffen, die deine Weltanschauung verändert haben? Ich traf junge Aktivisten, ältere Handwerker und Reisende, die lautstark debattierten. Waren die Debatten respektvoll oder hitzig? Sie waren oft hitzig, aber ehrlich und aufschlussreich. Hat sich die Stadt zu irgendeinem Zeitpunkt gefährlich angefühlt? Manchmal jedoch überwog die schöpferische Energie die Angst. Welcher kulturelle Widerspruch ist Ihnen am deutlichsten aufgefallen? Reichtum und Armut existierten in denselben Häuserblöcken Seite an Seite. Wie hat dieser Widerspruch Ihre Gespräche beeinflusst? Es erzwang offene Gespräche über Ungleichheit und Verantwortung. Haben Sie nach Ihrer Reise irgendwelche Gewohnheiten geändert? Ich begann, lokale Kunsthandwerker zu unterstützen und mich ehrenamtlich für kulturelle Belange zu engagieren. Ist Reisen für Sie mittlerweile zur Gewohnheit geworden? Ich plane Reisen bewusst, um zu lernen, nicht nur um zu sehen.